Und so entstand das Imperium von Coca-Cola. Aber lasst uns vorne anfangen. Hast du jemals davon geträumt, reich und erfolgreich zu sein, oder hast du dich jemals gefragt, was es braucht, um deine Träume und Ziele zu verwirklichen? In seinem Buch »Denke nach und werde reich« will Napoleon Hill genau diese uralten Fragen nach Erfolg und Reichtum beantworten. Das Erstaunliche an diesem Werk, das bereits 1937 veröffentlicht wurde, ist, dass es Weisheiten und Anleitungen beinhaltet, die offensichtlich zeitlos sind und für heute genauso gelten wie damals. Denke nach und werde reich ist ein Klassiker in der Welt der Persönlichkeitsentwicklung und finanzieller Freiheit. Das Buch, das weltweit über 60 Millionen Mal verkauft wurde, ist bis heute eine wichtige Quelle für Menschen, die ihr Leben weiterentwickeln möchten. Napoleon Hill hat über einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg die Philosophien und Strategien von mehr als 500 erfolgreichen Menschen studiert, darunter auch berühmte Persönlichkeiten wie Thomas Edison, John Rockefeller, Henry Ford, Andrew Carnegie oder Theodore Roosevelt. Somit enthält das Buch eine umfassende Sammlung von Prinzipien und Techniken, die für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit unerlässlich sind. Die Essenz seiner Ausarbeitungen kann man in 13 Gesetzen zusammenfassen. Sehen wir uns diese 13 Erfolgsgesetze einmal an. Gesetz Nummer 1: Das brennende Verlangen. Das brennende Verlangen bezieht sich hierbei auf eine starke emotionale und mentale Anziehungskraft zu einem bestimmten Ziel oder Wunsch. Dieser starke innere Wunsch, dein Ziel zu erreichen, wird dir auch in schweren Zeiten oder im Falle von Rückschlägen helfen, stets fokussiert und motiviert zu bleiben. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Fall von Thomas Edison, der sich auch nach Tausenden von fehlgeschlagenen Experimenten von seinem Vorhaben nicht abbringen ließ und nach Jahrzehnten harter Arbeit endlich die berühmte Glühbirne präsentierte. Gesetz Nummer 2: Der Glaube. Der Glaube an die eigene Fähigkeit, Ziele zu erreichen und Erfolg zu haben, kann einen entscheidenden Einfluss auf das Denken und Handeln haben. Ein inspirierendes Beispiel für die Macht des Glaubens ist sicherlich Henry Ford. Henry Ford hatte eine revolutionäre Idee, die die Art und Weise, wie die Welt sich bewegt, verändern sollte. Seine Idee war es, ein Auto herzustellen, das für den durchschnittlichen Amerikaner erschwinglich und nicht nur den Reichen und Wohlhabenden vorbehalten ist. Viele hielten das für unmöglich, aber Henry Ford glaubte fest an seine Vision und entwickelte schließlich das Modell T, das erste Auto, das in Massenproduktion hergestellt und zu einem erschwinglichen Preis verkauft wurde. Gesetz Nummer 3: Autosuggestion. Autosuggestion ist eine Technik, bei der man durch gezielte Selbstbeeinflussung positive Veränderungen im Denken und Handeln erreichen kann. Durch Wiederholung von Affirmationen kann das Unterbewusstsein auf positive Gedanken und Ziele ausgerichtet werden. Autosuggestion kann dabei helfen, negative Gedanken und Zweifel zu überwinden, das Selbstbewusstsein zu stärken und die innere Motivation zu steigern. Eine positive innere Einstellung und ein klares Zielbewusstsein können zu mehr Selbstvertrauen und einem erfolgreichen Handeln führen. Gesetz Nummer 4: Wissen und lebenslanges Lernen. Durch das Erwerben von Wissen können wir unser Potenzial und unsere Fähigkeiten maximieren und so unsere Erfolgschancen erhöhen. Wie wichtig kontinuierlicher Wissensaufbau ist, kann man am Beispiel von Andrew Carnegie sehen. Er begann seine Karriere als Arbeiter in einer Textilfabrik und arbeitete sich schließlich zum Eigentümer eigener Stahlunternehmen hoch und wurde zu einem der reichsten Männer der Welt. Er war der Überzeugung, dass Wissen die Grundlage für Innovation, Fortschritt und Wohlstand bildet und dass jeder Mensch die Möglichkeit haben sollte, Zugang zu Bildung und Wissen zu erhalten, um seine Träume und Ziele zu verwirklichen. Deshalb gründete er zahlreiche Bibliotheken und Schulen, um anderen Menschen die gleichen Chancen zu ermöglichen, die er selbst hatte. Seine philanthropischen Bemühungen führten schließlich zur Gründung der Carnegie Corporation of New York,
einer der größten gemeinnützigen Stiftungen der Welt. Gesetz Nummer 5: Vorstellungskraft. Die Vorstellungskraft ist eine der mächtigsten Kräfte, die wir als Menschen besitzen. Wenn wir unsere Vorstellungskraft richtig nutzen, können wir unsere Träume und Ziele in die Realität umsetzen. Mit der Kraft der Fantasie können wir sowohl ganz neue Dinge erschaffen, als auch bereits bestehende Dinge zu neuen kombinieren. Ein interessantes Beispiel für die menschliche Kreativität ist der Apotheker Asa Candler. Im Jahre 1887 erwarb Asa Candler mit seinem letzten Geld von einem Landarzt das Rezept für ein Kopfschmerzmittel. Er nutzte das Rezept jedoch nicht für die Herstellung einer Arznei, sondern für die Herstellung eines Erfrischungsgetränkes. Und so entstand mit der Macht der Vorstellungskraft aus einem Kopfschmerzmittel das Imperium von Coca-Cola. Gesetz Nummer 6: Der Plan. Es besagt, dass erfolgreiche Menschen eine klare Vorstellung davon haben, was sie erreichen wollen und wie sie dorthin gelangen. Dieser Plan muss in schriftlicher Form festgehalten und regelmäßig überarbeitet werden, um den Fortschritt zu verfolgen und Anpassungen vorzunehmen. Hill argumentiert, dass das Fehlen eines Plans dazu führt, dass sich Menschen treiben lassen und keinen klaren Fokus bekommen. Er betont auch, dass ein gut durchdachter Plan es einfacher macht, Unterstützung und Ressourcen von anderen zu erhalten. Gesetz Nummer 7: Die Entschlussfreudigkeit. Es besagt, dass erfolgreiche Menschen schnell Entscheidungen treffen und dann mit Entschlossenheit und Willenskraft handeln. Hill betont, dass das Treffen von Entscheidungen der Schlüssel zum Erfolg ist und dass Zögern und Unsicherheit den Fortschritt behindern. Ein gutes Beispiel für die Bedeutung von Entschlussfreudigkeit ist ein Unternehmer, der in eine neue Idee investieren möchte. Indem er nicht zögert, sondern die Idee schnell und entschlossen umsetzt, bevor die Konkurrenz dies tut, kann ihm dieser Wettbewerbsvorteil zum großen Erfolg verhelfen. Gesetz Nummer 8: Beharrlichkeit und Ausdauer. Das Gesetz der Beharrlichkeit besagt, dass erfolgreiche Menschen eine konsequente und entschlossene Haltung haben und sich auf ihre Ziele konzentrieren, auch wenn sie auf Schwierigkeiten, Hindernisse oder Rückschläge stoßen. Es erfordert Ausdauer, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, sich von Misserfolgen nicht entmutigen zu lassen. Das brennende Verlangen und der Glaube helfen uns, unsere Beharrlichkeit zu stärken und unsere Ziele zu erreichen. Auch das Bilden von positiven Gewohnheiten ist ein exzellentes Werkzeug, um in schwierigen Zeiten seiner Linie treu zu bleiben. Gesetz Nummer 9: Der Brain Trust. Dieses Konzept bezieht sich auf die Idee, dass jeder erfolgreiche Mensch ein Netzwerk von Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen braucht, um Probleme und Herausforderungen zu meistern. Der Vorteil des Brain Trust besteht darin, dass es einem Individuum Zugang zu einem breiten Spektrum an Wissen, Erfahrungen und Perspektiven bietet. Indem man ein Netzwerk von Vertrauten aufbaut, die über unterschiedliche Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, kann man auf die kollektive Intelligenz zurückgreifen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Gesetz Nummer 10: Die Transmutation. Transmutation ist ein faszinierendes Konzept, das besagt, dass der Mensch die Fähigkeit hat, seine Gedanken und Emotionen in eine bestimmte Form von Energie umzuwandeln und sie gezielt für seine Zwecke zu nutzen. Das bedeutet, dass man seine negativen oder ungesteuerten Gedanken und Emotionen in positive und produktive Energie umwandeln kann. Schlussendlich heißt das, dass wir die Kontrolle über unsere Gedanken und Emotionen haben und dass wir sie gezielt für unser eigenes Wachstum und unsere persönliche Entwicklung nutzen können. Gesetz Nummer 11: Das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist eine mächtige Kraft, die uns oft unbemerkt beeinflusst. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unser Unterbewusstsein mit positiven Affirmationen füttern und negative Gedanken konsequent verbannen.
Indem wir also unser Unterbewusstsein gezielt und positiv einsetzen, kann es ein mächtiges Werkzeug werden, um unsere Ziele und Wünsche zu erreichen. Gesetz Nummer 12: Das richtige Umfeld. Der Autor ist der Meinung, dass unser Geist in der Lage ist, Gedanken und Emotionen von anderen Menschen zu empfangen, auch ohne dass diese verbal ausgedrückt werden. Wenn wir uns in der Nähe von Menschen mit einer positiven Einstellung aufhalten, können wir diese Energie aufnehmen und uns selbst positiv beeinflussen. Gleichzeitig können wir uns mit negativen Gedanken und Emotionen anstecken. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, mit wem wir unsere Zeit verbringen und welche Art von Energie wir um uns herum zulassen. Indem wir uns auf positive Gedanken und Emotionen konzentrieren und uns von negativen Energien fernhalten, können wir unser eigenes Bewusstsein erhöhen und uns selbst positiv beeinflussen. Gesetz Nummer 13: Der sechste Sinn. Das Gesetz bezieht sich auf die Fähigkeit, eine Art intuitives Verständnis zu entwickeln, das uns ermöglicht, potenzielle Möglichkeiten und Chancen zu erkennen, die für andere unsichtbar sind. Hill betont, dass der sechste Sinn nicht magisch oder übernatürlich ist, sondern eine Fähigkeit, die jeder Mensch entwickeln kann. Wenn man einmal gelernt hat, seiner inneren Stimme zuzuhören, ist man in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die auf eine Art innerer Führung basieren. Auf diese Art entwickelt man Vertrauen in die eigenen Entscheidungen und lernt, sich auf die eigene Intuition zu verlassen. Fazit: Denke nach und werde reich von Napoleon Hill ist ein zeitloses Buch, das viele wertvolle Lektionen für jeden bietet, der erfolgreich sein möchte. Das Buch betont die Bedeutung von Zielsetzung, Vorstellungskraft und Selbstvertrauen, um Erfolg zu erreichen. Obwohl das Buch vor fast einem Jahrhundert geschrieben wurde, sind die Prinzipien immer noch gültig und können auf jeden Bereich des Lebens angewendet werden. Denke nach und werde reich ist ein inspirierendes und praktisches Buch, das jedem helfen kann, seine Ziele und Träume zu verwirklichen. Hier nochmal die wichtigsten Botschaften. Entwickle ein brennendes Verlangen für deine Ziele und glaube an dich. Baue kontinuierlich Wissen auf und nutze gezielt deine Vorstellungskraft. Sei entschlussfreudig, konsequent und trainiere deinen sechsten Sinn. Umgebe dich mit positiven Menschen und baue ein Netzwerk für deinen Brain Trust auf. Und schließlich nutze mit Affirmation und Autosuggestion die Macht deines Unterbewusstseins. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann siehe dir unbedingt auch das folgende Video an.